Hallo, Hi, wie geht's? Was machen wir später? darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Worauf hast du denn Lust? Das Wetter ist schön, wir könnten ins Schwimmbad gehen. Gute Idee. Treffen wir uns in einer Stunde davor? Klingt gut. Was hältst du davon, wenn wir danach mit Phil und Nadine Billard spielen? Mit wem? Phil und Nadine, die beiden kenne ich aus meinem Spanischkurs. Ah, okay. Ja, du kannst ja mit ihnen sprechen. Okay? Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Mein Name ist Michaela Fröhlich, ich bin Deutschlehrerin und ein Nutzer hat mich darum gebeten, mal ein Video zu diesen Wörtern damit, darauf, dafür, darum und so weiter zu machen. Und ja, wir nennen diese Wörter Pronominaladverbien, Präpositionaladverbien, Präpositionalpronomen. Ja, also diese monströsen Wörter braucht ihr euch eigentlich nur zu merken, wenn ihr in einer Grammatik nachschauen wollt oder wenn ihr Germanistik studiert. Aber die Begriffe zeigen sehr gut, was es eigentlich ist, nämlich ein Adverb aus einer Verbindung von Pronomen und Präposition. So. Zur Erinnerung, was ist ein Pronomen? Wir haben das Beispiel, der Tisch ist schön, aber er ist sehr teuer. Ich kaufe ihn trotzdem. Ja? Also er steht für der Tisch und ihn steht für den Tisch. Ich kaufe den Tisch trotzdem, weil wir aber das Nomen nicht noch einmal wiederholen, nutzen wir ein Pronomen. Was ist eine Präposition? Ihr wisst es, wir haben nämlich sehr viele davon. Zum Beispiel, die Flasche steht auf dem Tisch. Oder wir sprechen über Grammatik. Auf und über sind Präpositionen. Um es ganz kurz und einfach zu sagen, aus über was wird worüber. Aus über das wird darüber. Aus mit was wird womit. Aus mit ihm wird damit. Oder wie viele auch manchmal ganz falsch sagen, mit das. Nein, nicht mit das, sondern damit. Das gilt nicht für Menschen oder für andere Lebewesen. Ich würde zum Beispiel immer mit jemandem sprechen, also ich spreche mit ihm und nicht ich spreche damit. Auch wenn es beispielsweise mein Hund ist. Ich spreche mit dem Hund, ich spreche mit ihm und nicht ich spreche damit. Wie bilden wir die Pronominaladverbien? Wir nehmen ein da bzw. ein wo, wenn es eine Frage ist, und ergänzen die Präposition. Wenn jetzt die Präposition mit einem Vokal beginnt, fügen wir noch ein R hinzu, einfach damit wir es besser aussprechen können, weil wir nicht so etwas sagen wie woauf oder da über, sondern worauf und darüber. Wir schauen uns die Beispiele aus dem Intro noch einmal an. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Wir haben das Verb nachdenken. Nachdenken braucht die Präposition über. Ich denke über etwas nach. In diesem Beispiel sagen wir also nicht über das habe ich noch nicht nachgedacht, sondern darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Worauf hast du denn Lust? Wir brauchen die Präposition auf, es heißt Lust auf etwas haben. Ich frage aber nicht, auf was hast du Lust, sondern worauf hast du Lust? Das Wetter ist schön, wir könnten ins Schwimmbad gehen. Gute Idee. Treffen wir uns in einer Stunde davor? Hier haben wir eine lokale Angabe, nämlich die Information, wo wir uns treffen, vor dem Schwimmbad. Aber wir sagen verkürzt, weil die Information schon bekannt ist, treffen wir uns davor. Was hältst du davon, wenn wir danach mit Phil und Nadine Billard spielen? Hier wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir haben hier das Verb halten von. Also es steht mit der Präposition von. Das bedeutet, wie findest du das? Was ist deine Meinung dazu? Das Besondere ist aber, dass die Information erst im Nebensatz folgt. Wir haben also das Pronominaladverb bereits vorher. Und wir können diese Präposition von nicht einfach ignorieren. Ich kann nicht sagen, was hältst du, wenn wir mit Phil und Nadine Billard spielen? Ich kann auch nicht sagen, was hältst du von, wenn wir mit Phil und Nadine Billard spielen? So, beide Sätze sind falsch. Ich brauche hier unbedingt das Adverb davon. Eine Präposition steht ja zusammen mit einem Substantiv. Ich kann also fragen, was hältst du von Billard? Aber mit einem Nebensatz muss ich sagen, was hältst du davon, wenn wir danach Billard spielen? Ein anderes Beispiel.
Kümmerst du dich um die Arbeit? Kümmerst du dich darum, dass die Arbeit schnell fertig wird? Was hältst du davon, wenn wir danach mit Phil und Nadine Billard spielen? Danach ist hier ein temporales Adverb. Wir meinen natürlich nach dem Schwimmen. Gehen wir danach Billard spielen. Mit wem? Phil und Nadine sind Personen. Ich kenne sie nicht, also frage ich mit wem, nicht womit, weil es ja Personen sind. Ja, du kannst ja mit ihnen sprechen. Hier haben wir denselben Fall. Du kannst ja mit ihnen sprechen, mit ihnen, weil Phil und Nadine Personen sind und keine Dinge. Das ist auch schon das Wichtigste, was ihr dazu wissen müsst. Und die gute Nachricht ist ja auch, dass wir uns gar keine Gedanken um die Deklination machen müssen. Es spielt keine Rolle, ob es maskulin oder feminin oder Neutrum ist oder ob wir Akkusativ oder Dativ haben. Das ist doch super, oder? Ihr könnt mir ja mal ein paar Beispielsätze in die Kommentare schreiben und dann kann ich schauen, ob die so korrekt sind oder nicht. Ich schicke euch fröhliche Grüße und bis bald!